Wie ihr seht, bin ich noch nicht besonders weit gekommen und deshalb beschäftigen wir uns in diesem Video mit der Kupplung. Aber ganz zu Anfang erstmal Thema Sicherheit, ganz wichtig. Wenn ihr auf so einer Hebebühne arbeitet, dann habt ihr das natürlich relativ einfach und wenn ihr einen Hauptständer habt, natürlich auch, ganz klar. Also Modelle, bei denen die Vorgehensweise die gleiche ist, aber die keinen Hauptständer haben, wird es ein bisschen tricky, weil man das Ganze ja unterbauen muss. Also es gibt für die Ölwanne hier unten gibt es einen speziellen Halter, einen Träger von BMW, mit dem man das Fahrzeug aufbocken kann. Es gibt so diesen allgemeinen Bierkistentrick, das ganze Ding auf eine Bierkiste gestellt. Naja, ich habe auch schon gesehen, dass Leute das Ding an die Decke gehängt haben. Habe ich auch schon gesehen. Ja, ich habe hier einen Hauptständer dran. Dennoch ist es so, dass man hier ganz schön ran zuppeln muss und machen muss. Das heißt, das Ding muss einfach sicher stehen, dass euch das während der Arbeit einfach nicht umfällt, von der Hebebühne kippt oder wenn ihr das auf dem Boden macht, einfach umkippt und euch verletzt oder ein größerer Schaden auch noch entsteht am Fahrzeug. Das ist ganz wichtig. Wie habe ich das gemacht? Ich habe hier ausreichend viele Ösen an der Hebebühne, klar. Und ich habe einmal den Hauptständer nach hinten verzurrt und einmal den Hauptständer nach vorne verzurrt. Und vorne kann man das sehen. Vorne bin ich dann noch hingegangen und habe die Gabel hier vorne nach unten gezogen. Wenn ihr das nur hier vorne macht, ist das Problem, dass wenn ihr das hier nach vorne zieht und das Vorderrad nirgends anschlägt, dass ihr den Hauptständer in die Kipprichtung, also in die Einklapprichtung zieht. Und deshalb hier unten die Gurte. Wenn ihr keine Hebebühne habt, aber einen Hauptständer, dann könnt ihr hingehen und könnt zwischen dem Hauptständer hier und dem Vorderrad einen Gurt einsetzen, den man so ganz leicht anlegt. Also ganz leicht. Einfach nur so, dass wenn das Fahrzeug nach vorne geht, dass der Ständer zum Einklappen gehindert wird. Das ist eigentlich das Wichtigste an der Sache. Ihr braucht natürlich unten Freiraum, weil ihr hier, also Hauptständer bleibt dran bei der Arbeit, aber Auspuff muss weg, das Getriebe muss raus und viele, viele andere Dinge müssen auch noch abgebaut werden. Und da ist es natürlich dann wichtig, dass das Ganze einfach sicher steht. Bevor wir diese Arbeit starten, wir brauchen ein bisschen was an Werkzeug und Material. Einmal brauchen wir natürlich einen Kupplungssatz, der ausgetauscht wird. Ich habe den noch nicht da, ich habe den bestellt. Ich nehme die Sachs-Kupplung, also eine ganz normale Kupplung, nichts mit Sinter oder sonst irgendwas. Ganz normalen Sachs-Kupplungssatz. Da ist normalerweise in den Sätzen ist schon so eine kleine Tüte Staburax drin. Ich habe hier aber so Döschen mit, ich glaube, 5 Gramm oder so, was man dann auch für den Hinterradantrieb braucht. Also das ist so einfach so eine Spezialschmierpaste, so eine Langzeitschmierpaste. Was wir dann noch brauchen, ist ein Arretierwerkzeug. Kann man das vielleicht... So sieht es aus. Mit dem Arretierwerkzeug kann man die Schwungscheibe, die ja außen eine Verzahnung hat, auf der Anlasser läuft, kann man die auf der linken Seite im Getriebegehäuse bzw. im Motorgehäuse einsetzen, dieses Arretierwerkzeug, und hat somit über die Verzahnung von der Schwungscheibe den Motor auf Block gesetzt, also blockiert, dass man da arbeiten kann. Das ist dann dafür Schrauben rausdrehen von der Kupplung, vom Kupplungsgehäuse und so weiter und so fort. Ich verlinke euch unten diese Sachen. Wobei wir das brauchen wir erst später, wenn wir die Kupplung rausmachen und die neue Kupplung, beziehungsweise wenn wir die Kupplung rausmachen, ja. Und dann, wenn die neue Kupplung reinkommt, brauchen wir noch einen Zentrierdon. So sieht das Ding aus.
Das wird letztendlich, wir sehen das aber dann im Laufe des Videos oder im nächsten Teil, ich weiß es noch nicht, das wird dann, wenn die Kupplung montiert ist, also ein Teil der Kupplung montiert ist, eingeschoben und zentriert letztendlich die Kupplungsscheibe, dass sie exakt mittig oder exakt rund läuft zur Motorausgangswelle, also zur Kurbelwelle. Zentriert dann, was brauchen wir noch? Ja, das übliche Werkzeug halt, ne? Klar. Ne? Also Inbus, Torx, ganz normale Steckschlüsselaufsätze, das, was man so standardmäßig einfach halt hat. Das braucht man, um diese Arbeit eben letztendlich zu erledigen. Drehmomentschlüssel, bla bla bla, den ganzen Kram halt. Ne? Bei mir ist es ja hier hinten alles weggebaut, also Hinterrad, Schwinge, der ganze Kram ist ja alles weg, weil, wie gesagt, da bin ich einfach noch nicht so weit, weil die Welle noch fehlt. Wenn ihr diesen Hinterradantrieb nicht überholt oder wenn der gerade gemacht wurde oder was auch immer, oder ihr wollt es nicht machen, keine Ahnung, dann könnt ihr das natürlich alles auch so zusammenlassen. Das Hinterrad ausbauen und dann habt ihr den Endantrieb und die Schwinge, sitzt alles noch fest hier drin, wunderbar, inklusive der Strebe, bla, alles bleibt so, wie es ist. Und ihr könnt es genauso machen und genauso ausbauen. Es ist natürlich nur ein bisschen schwerer von der Sache her. Es ist einfacher, wenn man das Getriebe einzeln rausnimmt, ohne den ganzen Anhang da hinten dran. Aber gehen tut es natürlich ganz genauso. Das dazu, die Vorarbeiten sind, die ich jetzt schon mal gemacht habe, sieht man ja hier, ich habe den Tank runter gemacht, ich habe Sitzbank, Tank runter gemacht, genau, die Verkleidung hier drüben auf der Seite, wo die Schraube hinten dran ist für den Tankanschluss und der Stecker und die Verbinder sind natürlich weg, ganz klar. Wenn ihr einen Sturzbügel habt, hier unten habe ich den schon mal gelöst, oben noch nicht. Auf der anderen Seite habe ich eigentlich noch gar nichts gemacht. Und der nächste Step ist, die Batterie ausbauen, da oben und dann geht es eigentlich weiter. Ich mache das so, dass ich euch erst die rechte Seite zeige. So muss ich nicht immer die Kamera umtauschen. Und dann in der Folge die linke Seite in Fahrtrichtung, was wir dort alles letztendlich wegbauen müssen. So, bei mir sieht es hier oben ein bisschen anders aus. Wenn ich hier noch so einen Sicherungshalter habe. Können wir hier schon den Diagnosestecker entfernen und den Stecker von dem Temperaturfühler, den legen wir uns hier rüber. Das habe ich dann schon mal hier ab. Brauchen wir 10er Schlüssel. Ich mache hier immer die Schrauben gleich wieder an die Position, wo sie hingehören. Dann habe ich nicht so viele Schächtelchen rumliegen, in denen die Schrauben drin sind. So, machen wir das hier ab. Jetzt machen wir hier auf der anderen Seite den Luftfilterdeckel auf und den Schnorchel hier vorne ab, also den Lufteinlasskanal. Beim Luftkanal haben wir hier vorne so eine kleine Schraube mit zwei Unterlegscheiben. Eine ist so eine Distanzscheibe und die andere ist für die Schraube. Trennen wir raus. Diese hier. So, dann können wir in dem Luftfiltergehäuse hier auf der anderen Seite einfach den hier abnehmen. Also die Schraube ist hier vorne drin, in diesem Teil. Ich drehe die hier auch wieder rein. So, dann kommen wir hier unten an den Schniepel für die Batterie auszuhängen. Und dann können wir die Batterie nach oben rausnehmen. So, dann lösen wir die Schrauben vom Batteriefach. So, was ich vorhin noch vergessen habe, wie wir bei den Gurten waren,
Ihr braucht später auf jeden Fall noch einen Gurt bzw. zwei Gurte, die von der Gabelbrücke nach hinten an den Rahmen gehen. Das deshalb, weil später der gesamte Heckrahmen, wenn der gelöst ist, hochgeklappt werden muss und der muss dann in der Position auch bleiben. Ich habe das hier gelöst mit zwei so Schlaufen, die rechts und links festgemacht sind und sehen wir vielleicht hier vorne, hier um die Gabelbrücke, also ich mache das nicht um den Lenker, ich mache das um die Gabelbrücke. Hier nochmal so zwei Schlaufen und dazwischen kommt später ein Gurt mit einer Ratsche. Dann kann man den hochziehen, kann die zuratschen und dann bleibt der in der Position erstmal stehen, um das Getriebe bzw. dann auch die Kupplung rausnehmen zu können. So, dann haben wir Batterie draußen, wir haben Luftfilter draußen, wir haben Luftfilterdeckel draußen, die ganzen Kabel ab, alles ist in Ordnung. Dann haben wir hier die beiden Kunststoff, wie sagt man dazu, die Übergänge von der Drosselklappeneinheit in den Luftfilterkasten. Das sind zwei Kunststoffrohre und die kann man einfach nach hinten abnehmen bzw. nach hinten schieben. Wenn die nicht so gut rausgehen, dann macht ihr hier hinten rein so ein bisschen Ballistol oder WD-40 oder so irgendwas. Und dann könnt ihr die nach hinten schieben. Dann sind die erstmal weg. So, im nächsten Schritt machen wir den Stecker ab vom Einspritzventil. Nehmen wir uns daher. Dann lösen wir hier den Halter für den Injektor, also für das Einspritzventil. So, und dann haben wir noch, weil wir ja später den Auspuff wegmachen müssen, ich zeige euch das mal. Ich habe den schon mal vorgelöst. Der Stecker ist normalerweise hier mit Kabelbindern an dem Vorderrahmen festgemacht. Das ist der Stecker von der Lambda-Sonde. Also nicht die Lambda-Sonde unten versuchen rauszuschrauben, weil die in der Regel relativ fest sitzt. Und ihr kommt da sowieso nicht dran und das Kabel ist zu kurz, um den Auspuff wegzumachen und sie dann abzuschrauben. Deswegen hier oben den Stecker lösen, nach hier unten ausfädeln, hier zwischendurch. Das sieht man jetzt hier hinten, also der läuft hier im Prinzip zwischen Getriebegehäuse, also Kupplungsgehäuse hier außen, hinten rum und ist hier unten, da, in so eine Klemme eingeklipst. Und dann könnt ihr das hier unten einfach ausfädeln erstmal und erstmal hier unten hängen lassen. So, dann kann man jetzt hier das Einspritzventil rausmachen. Das lösen, genau. Kraftstoffleitungen sind gelöst. Der Stecker, der bleibt. Das bleibt alles dran. Perfekt. So, jetzt gucken wir mal unten nach dem Auspuff. Hier unten haben wir eine Schelle, die habe ich schon vorgelöst. Und hier unten haben wir nochmal eine Schraube mit so einem Torx. Und das gleiche machen wir drüben auf der anderen Seite. Dann drehen wir die hier raus. Also auf der anderen Seite drüben ist dann genau auch nochmal so eine Schraube und auch so eine Schelle. So, achtet auf das Kabel hier von der Lambda-Sonde, dass das nirgendwo sich einhängt. So, und dann können wir den Auspuff ja, als kleiner Tipp am Rande, ich benutze solche großen Euro-Wannen, um die ganzen Teile aufzufangen. Diese großen Wannen für die großen Teile ganz klar und für so Kleinigkeiten einfach so Schälchen und alte Joghurtbecher, was man so einfach so mit der Zeit eben halt aufhebt. Und da packe ich dann alles im Prinzip rein, dass das zusammengehört. Und wie schon erwähnt, die Schrauben
die man wieder einschrauben kann, wie jetzt zum Beispiel die beiden hier von dem Auspuff. Die schraube ich direkt wieder rein, fliegen mir die einfach nicht rum. Okay, wir haben den Auspuff ab. Wie gesagt, Schellen rechts und links entfernen. Und wir gehen jetzt mal auf die andere Seite und bauen den Anlasser raus. So, normalerweise ist hier noch eine Verkleidung drauf, wo eure Bordsteckdose drin ist. Das ist da eigentlich bei allen Modellen gleich. Manche haben hier noch so einen Anschluss drauf für den Fremdstarten. Diese kleine Schraube, das ist die einzige Schraube, die ihr löst für die Verkleidung. Die Verkleidung steckt dann hier vorne nur in den Löchern drin. Hier ist ein Loch und unten ist ein Loch. Da steckt die Verkleidung drin. Die könnt ihr dann einfach abnehmen, den Stecker abziehen und wegmachen. Die zweite Sache ist der Schalthebel. Der Schalthebel ist ja hier mit dieser kleinen verstellbaren Schraube befestigt. Da ist so ein Clips drin, den klippt ihr auf. Ich hoffe, man kann das sehen. Den klippt ihr auf, entnehmt den. Kann man das sehen? So gerade so eine kleine Spange. Und dann könnt ihr dieses Kugelgelenk rausmachen. Den Clip, macht euch den am besten wieder rein und dann ist gut. Das kann erstmal hier so bleiben. So, Anlasser ist mit zwei Schrauben befestigt, einmal hier und einmal hier unten. Was wir aber vorher machen müssen, ist, wir müssen die Stecker abziehen und diese Schraube hier öffnen, um die Plusleitung zu entfernen. Macht es nicht, bevor ihr nicht die Batterie raus habt. Ganz wichtig. So, können wir die auf die Seite nehmen. So, dann können wir die Schraube lösen. Und die Schraube, also das ist die einzige, wo ihr dran kommt, hier unten. Die machen wir jetzt mal raus. So, dann können wir die hier. Ist ein bisschen, die untere ist ein bisschen blöd zugänglich. Die obere Schraube. Die beiden Schrauben sind gleich. Kann sein, dass da nicht bei jedem so ein Kabelbinder dran ist. Weiß ich nicht. Kann sein, dass ich den da dran gemacht habe. So. Dann könnt ihr den Anlasser schon entnehmen. So, und das kleine Arretierwerkzeug, was ich euch vorhin gezeigt habe, das kommt dann hier oberhalb rein. Dafür müsst ihr natürlich dann die Scheibe verstellen, soweit dass es dann da passt, und das setzt sich dann hier in dieser Nut ab, wird dann da eingedrückt und so arretiert es letztendlich die Scheibe hier mit dem Zahnkranz drauf. So, dann sitzt hier oben der Öldruckschalter und der Stecker, der hier drauf sitzt, der hat so eine kleine Spange unten drunter. Die drückt ihr rein und dann könnt ihr den Stecker abnehmen. Das Kabel ist hier mit so Klemmen festgemacht. Also ihr könnt entweder die Klemme am Rahmen lösen bzw. das Kabel aus der Klemme ausfädeln. Die bessere Alternative ist eigentlich das Kabel aus diesen Klemmen auszufädeln. Da drückt man die Lasche ein bisschen runter, dann kann man das Kabel rausnehmen. Bei mir waren die jetzt ziemlich lose. Die muss ich mir dann später nochmal angucken. Die müssen wieder ein bisschen zusammengebogen werden und aufgeschoben werden auf diese Lamellen von der Ölwanne unten. So, dann könnt ihr das noch hinten legen. So, dann haben wir hier einen Stecker. Das ist der Stecker von der Ganganzeige. Oh, das ist echt ein Gefummel. Den ziehen wir ab. So, dann haben wir hier auch den Stecker von der Einspritzdüse. Den ziehen wir ab. Den Clips machen wir wieder drauf. Der Clips ist dafür da, dass das Ventil dem Halter mit der Leitung, also die
hier kommt der Kraftstoff durch und damit das Ventil gehalten ist mit dem O-Ring innen drin, ist dann dieser Clips hier da. So. Und dann kriegen wir das wie drüben auch raus. Das ist der Halter für die Einspritzdüse. Wenn wir das auseinander haben, schrauben wir die Schrauben da einfach wieder rein. Wenn ihr sauber arbeitet, könnt ihr erstmal könnt ihr hier euch was reinmachen. Ne, wenn ihr sauber arbeitet, braucht ihr nichts reinmachen. Wenn ihr nicht sauber arbeitet, dann tut euch da in die Löcher jeweils Papier oder irgendwas rein, dass das zu ist. So, dann machen wir hier die Schellendose. Schieben auch den nach hinten. So, dann haben wir hier noch eine Schraube, die wir öffnen. Ja, dann sind wir soweit auf der Seite fertig. Wir haben hier die Einspritzdüse weggemacht, wir haben den Kanal, den Luftkanal hier weggemacht. Wir haben die kleine Schraube hier gelöst für den Luftfilterkasten. Wir haben die Stecker vorne gelöst von der Ständerabschaltung. Das fädeln wir später wieder dann aus, wenn wir es wegmachen. Also wenn wir den Luftfilterkasten raus haben. Und den Schalter vom Öldruck, war das richtig? Von der Ständerabschaltung genau und den vom Öldrucksensor. Den haben wir weg. Dann gehen wir auf die andere Seite rüber und machen drüben noch ein paar Sachen. So, normalerweise ist ja der Bremssattel hinten an der Schwinge fest, wenn die Schwinge drin ist. Und dann macht er den Bremssattel weg. Ich habe das ja hier schon gemacht gehabt, der hängt hier hinten. Nur der Bremssattel sollte in dem Fall nicht so weit nach hinten am Kofferträger fest sein. Wenn ihr keinen Kofferträger habt, ist das eh uninteressant. Dann hängt ihr den hier vorne an den Rahmen. Weil wenn der Rahmen dann hoch geht, muss die Leitung hier freigängig sein, dass die nicht auf Spannung sitzt. So. Wie mache ich das hier jetzt am besten? Das wird nicht zu sehr knicken. Ich mache die jetzt einfach mal so fest. Einfach mit dem Kabelbinder. So, dass ihr euch den Rahmen da nicht vermackt und dass der ganze Quatsch nicht runterfällt. Ich lasse das jetzt einfach mal so hier hängen. So, und dann kommen wir ein bisschen näher. Dann haben wir ja hier diese festen Rohrverbindungen zum ABS-Druckmodulator. Und das ist hier die Übergabestelle an die Flexleitung. Das ist die Druckleitung zum Bremssattel, das ist die Seite von der Fußbremspumpe so rum. Die geht zum Steuerkreis nach oben. So, die ist aber hier festgemacht am Rahmen. Das heißt, wenn wir den Rahmen nach oben klappen, würden wir diese Leitung verbiegen. Wollen wir natürlich nicht. Und dann gehen wir da hinten rein. Dieser Halter hat keinen Anschlag am Rahmen. Das heißt, wenn ihr den löst, geht ihr hier vorne mit dem Schraubenschlüssel drauf und haltet den, sonst verdreht ihr das alles. Und dann könnt ihr hinten dran die Schraube rausdrehen. Lustigerweise keine Scheibe drunter, aber eine Schraubensicherung. So, dann haben wir die erstmal hier lose. Die lassen wir so. Ja, und auch bei der Fußbremspumpe haben wir hier vorne so eine, also das ist nicht bei allen Modellen gleich, das ist natürlich dementsprechend unterschiedlich gemacht. Da haben wir hier so ein Blechchen drüber bei der GS. Das ist ein sensationelles Blech. Dann sieht man das hier unten. Gibt es hier einen Clip. Den klippen wir aus, ziehen den Zapfen nach vorne, das sieht dann so aus. Und dann können wir den wieder da reinstecken. Wenn ihr jetzt hier dran zieht, dann passiert hier eigentlich nichts. Die Schraube hat hier eine Lippe, also die Schraube hat hier eine Nut, wo das Gummi drin sitzt. Bei der Gelegenheit könnt ihr das Gummi schon mal rausmachen und da reingucken.
dass euch da nicht irgendein weißes Pulver entgegenkommt, weil sollte das so sein, würde das bedeuten, dass die Bremspumpe undicht ist. So, das sitzt einfach so nur so da drin. Das ist ein Kolben, der da reindrückt. Und das war es eigentlich schon. So, dann haben wir das lose. Und hier haben wir noch die Leitung vom Bremslichtschalter. Dann haben wir hier oben noch Kabelbinder und noch einen Kabelbinder. So, den Ausgleichsbehälter, der sollte nicht unbedingt über Kopf gehen. Den mache ich hier an dem Teil, was dran bleibt, fest. Und dann hängt der hier so. Dann könnt ihr hier einfach so festmachen. Die beiden Kabel lassen wir hier lose. Wo ist das andere? Da ist das andere Kabel. Die können wir mit Stecker erst später ausfädeln, wenn der Rahmen lose ist, wenn der oben ist. So, dann sind die schon mal weg. Dann haben wir hier noch die Leitung von der Kupplungsentlüftung. Die können wir einfach nach unten hängen. Die bleibt erstmal dann am Getriebe dran, wobei ich die Leitung vom Kupplungshebel zum Nehmerzylinder unten am Getriebe, die werde ich tauschen, weil die hat nämlich, so wie ich das gesehen habe, Rost. Und das scheint ein Problem zu sein, weil es nicht das erste Mal ist, dass das an der Stelle da rostet. Da müssen wir uns das mal genauer angucken. So, wir haben also so ziemlich alles jetzt weggemacht, die Kleinigkeiten, die wegzumachen sind, bevor wir den Rahmen überhaupt anheben können. Der Rahmen ist, das sieht man hier noch im Bild, hier oben rechts und links jeweils über Schrauben befestigt. Und dadurch geht eine Welle, aber die Welle interessiert uns erstmal nicht mehr oder nicht. Die müssen also rechts und links müssen die später raus. Und die beiden unteren Schrauben von den Fußrastenanlagen, die lösen wir nur, die machen wir nur auf erstmal. Bevor wir das allerdings machen, hängen wir uns oben einen Gurt ein, dass der Heckrahmen letztendlich in seiner Position soweit mal bleibt. Nicht volle Pulle anziehen, sondern erstmal gucken, wenn wir dann lösen, dass wir den dann straffen und dann, wenn ihr zu zweit seid, ist es natürlich noch viel besser. Dann kann einer gucken, den Rahmen vorsichtig nach oben drücken und dass auch wirklich alles lose ist. Also man muss während dem Hochmachen auch noch verschiedene Sachen ausfädeln. Die Leitung von der Ganganzeige. Bei der Ganganzeige ist ganz wichtig, da gibt es oben einen Stecker. Die Ganganzeige ist hier unten nur sichtbar, wenn ihr den Hinterradantrieb draußen habt. Da nichts dran rummachen, nur das Kabel oben raus und das Kabel ausfädeln und später beim Einbau wieder einfädeln. Das einfach so lassen, wie es ist. Und wir gucken uns jetzt aber vorne mal an, wo der Drehpunkt ist für den hinteren Rahmen. Also Befestigung ist ja hier hinten auf dem Getriebe. Aber vorne gibt es noch zwei Punkte, die einmal ausgeschraubt werden müssen und zum zweiten gelöst werden müssen, dass wir den Rahmen nach oben geben können. Das gucken wir uns genau jetzt mal an. Ich hoffe, dass man das einigermaßen sehen kann. Der dicke Schlauch hier zum Beispiel ist die Motorgehäuseentlüftung. Der sitzt wiederum auf dem Luftfilterkasten. Und wenn wir später den Rahmen angekippt haben, müssen wir den Schlauch auf dem Luftfilterkasten entfernen. Da kann ich jetzt schon sagen, da ist so eine Click-R-Schelle drauf. Da braucht man dann wieder so eine Zange dafür, um die zu entfernen. So, dann haben wir hier, so kann man das glaube ich ein bisschen besser sehen. Also hier ist bei mir hier diese Hülse wegen dem Sturzbügel. Normalerweise sitzt da eine Sechskantschraube, also eine Inbusschraube drin. Die Schraube, die kann man rausschrauben, dann ist der Rahmen aber noch nicht lose. Ganz wichtig. Ich versuche das mal hier ein bisschen zur Seite zu machen. So, und an dem Heckrahmen, hier an dem Rohr, ja, hier an dem Rohr, das ist der Heckrahmen, der nach hinten geht, ist hier hinten nochmal eine Lasche dran. Ja, die ist hier an dem Rohr fest. Wenn wir das also hier lösen, ist diese Verbindung noch nicht locker. Die bewegt sich nicht. Wenn wir jetzt nur hier lösen und hier nicht, die Schraube rausmachen und drücken den Rahmen nach oben, dann kann es passieren, dass ihr euch hier hinten die Lasche verbiegt. Und wenn ihr später wieder alles zusammenbaut,
habt ihr das Problem, dass die Löcher nicht mehr passen. Das heißt, wir drehen auf beiden Seiten diese Schrauben raus. Dazu muss ich jetzt den Sturzbügel wegmachen. Die drehen wir raus, also auf der anderen Seite auch. Und dann lösen wir diese Mutter hier nur. Die wird nur gelöst, nicht rausgeschraubt. Und in dem Moment, wo wir die lösen, ist der Heckrahmen hier hinten beweglich. So einfach ist das. Auf der anderen Seite, sieht es ganz genauso aus. Genau dasselbe. Mehr müssen wir nicht lösen. Nur die lösen und die raus und dann das Ganze nach oben. Hier unten haben wir noch eine Schraube drin, die wir rausmachen müssen, habe ich vergessen. Das werde ich jetzt gleich mal machen. So, das ist der Sturzbügel. Müsst ihr natürlich letztendlich gucken, was für einen Sturzbügel ihr habt und wie der abgemacht werden muss. Das ist natürlich dann individuell, das ist klar. So. Ich bin froh, dass ich hier Steckverbindungen dran gemacht habe für die Scheinwerfer, für die Tagfahrlichter. Die Kraftstoffschläuche, die gehen dann später mit dem Kraftstoffverteiler raus. So, und jetzt gucken wir hier. Gehen wir ein bisschen näher dran. Jetzt haben wir hier die untere Schraube raus. Hier. Und der Rahmen bleibt trotzdem an der richtigen Position. Das habe ich natürlich drüben auch schon gemacht. So, und jetzt mache ich diese Schrauben, die löse ich nur. Und mache dann die hintere Schraube hier auf. Und die unteren beiden löse, auf der anderen Seite auch. Aber vorher hängen wir uns hier oben mal einen Gurt ein. So, wie ich vorhin schon gesagt hatte, ich habe hier 2 Schlaufen eingehängt. Ja, hier, man könnte das Ganze auch hier machen, je nachdem, wo man durchkommt. Ich habe das halt hier oben gemacht. Dann hole ich mal einen Gurt. So, dann habe ich einfach so einen Gurt mit so einer Ratsche hier. Ne? Den hängen wir hier oben ein. Hier vorne sind auch 2 Schlaufen. Nummer 1 und Nummer 2. So. Gerade so jetzt erstmal auf Spannung. Bisschen. Wenn ihr alleine seid, ist natürlich das große Problem oder das Problem letztendlich, wenn ihr den Rahmen, wenn ihr jemanden habt, der den Rahmen hinten hochdrücken kann und ihr könnt hier so einen Gurt wieder neu nachziehen und zuratschen, dann ist alles super. Wenn ihr alleine das Ganze macht, ist es so, dass wenn ihr hier natürlich öffnet und den Rahmen nach oben drücken müsst, tut er euch ein bisschen schwer. Da könnte man jetzt noch einen zweiten Gurt einhängen, den man immer wechselweise öffnet und schließt, dass der Rahmen stückweise für nach oben kommt. Wichtig ist aber beim Hochmachen von dem Rahmen, wenn alle Sachen gelöst sind, also man vergisst manchmal vielleicht das eine oder andere. Ich habe bei der Arbeit auch schon x-mal Dinge vergessen wegzumachen. Den Rahmen langsam nach oben machen und immer wieder gucken, ob es irgendwo noch hakt oder nicht. Weil wenn ihr hier am Gurt zieht, ihr merkt nicht, ob ihr euch unten irgendwo eine Leitung abquetscht oder eine Stromleitung abreißt oder sonst irgendwas oder irgendwas verbiegt oder verdrückt, egal, das merkt ihr nicht. Deswegen immer mit Gefühl den Rahmen hoch und nachratschen, bis er dann so weit oben ist, dass ihr unten an alle Schrauben dran kommt. Hier habt ihr eine 16er. Wo habe ich denn meinen 16er stehen? Das ist eine Gewindestange, die durchgeht. Die müsst ihr auf der Gegenseite halten. Wenn sie durchdreht, ist schon mal gut, weil sie dann nicht festgebacken ist. Das sieht man jetzt wohl ein bisschen schlecht. Jetzt haben wir hier die obere Schraubung offen. Hat sich jetzt nur eine Seite gedreht, die Mutter ist aber egal.
Man muss natürlich später wieder gucken, dass das Gewinde ausdistanziert ist. Nicht, dass ihr hier auf der Seite nur 2 Umdrehungen drauf habt auf dem Gewinde und auf der anderen Seite 5. Da muss man natürlich nachschauen. Jetzt haben wir die Schrauben haben wir raus, die Schrauben haben wir raus. Und jetzt machen wir hier hinten auf. So, dann können wir die Fußrastenplatte lösen. Also diese beiden Schrauben hier. Einmal und zweimal. Machen wir die lose. So. Und jetzt ist es so. Hört man das? Das heißt, der Rahmen ist da schon lose. Können wir die auch ganz rausmachen. Die sind beide gleich. Schrauben. Dann haben wir hier eigentlich schon locker. Das bleibt hier außen hängen, das können wir dann entnehmen. Ja, schön, dass man das nicht sieht, ne? Das ist eine krasse Sache. So, bevor wir die rausdrehen, machen wir den Gurt oben auf Spannung. So, normalerweise ist es hier hinten so, dass die Welle, die hier durchgeht, dass die hier hinten geklemmt ist. Die war hier aber nicht geklemmt. Machen wir die andere Seite raus. Der Rahmen hat sich jetzt hier schon abgesenkt. Seht ihr das? So, ne? Das heißt, ich kann hier den Rahmen schon über die Ratsche hoch machen. So, und hier ist eine Welle drin und die Welle hat auf der Seite vom Getriebe eine Klemmung und diese Klemmung war offen, dass die Welle sich nicht mitdreht. Da ist zwar eine Fläche drauf, mit der man mit dem Schlüssel hantieren kann hier hinten drin, aber die ist dann, wenn man sie festschraubt, da soll die Klemmung offen sein, aber später macht man sie wieder zu, normalerweise. So, also auf der Seite ist es auch raus. Dann können wir die Fußrastenplatte samt Schalthebel abnehmen. So, dann haben wir natürlich noch hier oben drin eine Schraube. Wie gesagt, man vergisst so das ein oder andere Mal. Also im Luftfiltergehäuse, da wo der Luftfilter sitzt, das ist zu klein. Da sitzt noch eine Schraube. Und klar ist auch, wenn ihr die Schwinge drin lasst, dann müsst ihr natürlich das Federbein ausbauen, ist ja klar, ne? Also sonst funktioniert das Ganze ja nicht. Wie man das so macht, oben bzw. unten lösen, oben lösen und dann Federbein raus, Federbeinversteller raus und dann passt das schon. So, hier haben wir jetzt den Schlauch von der Gehäuseentlüftung und der muss natürlich jetzt vom Luftfilterkasten weg. Dann kann man den, da kommt kein Öl raus oder so, das ist einfach nur Gehäuseentlüftung. Okay, so gut, dann haben wir, die Leitungen sind frei, das ist die Leitung von der Bremse. Können wir da vorne legen, passt schon. Und jetzt muss man natürlich gucken, dass das alles freigängig ist. Ja, was ist das nächste Ziel? Das nächste Ziel ist erstmal hier diesen Luftfilterkasten rauszubekommen. Der wird nach hinten weg rausgenommen. Dazu muss der Rahmen weit genug nach oben.
Und hier im vorderen Bereich, kann man jetzt vielleicht schlecht sehen, aber ihr seht es am Fahrzeug, ist es halt so, dass hier einige Kabel und der große dicke Schlauch ist. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, wenn man das hochdrückt, dass man da nichts quetscht. Ganz einfach. Und beim Hochziehen mit dem Gurt immer wieder hinten testen, ist der noch leichtgängig? Geht er noch von Hand hochzudrücken? Weil über den Zug vom Gurt habt ihr nicht das Gefühl, ob da jetzt was klemmt oder nicht. Ne? Also immer wieder unterstützen am Heckrahmen, geht der leicht hoch oder runter und passt das alles. Ja? So, also wenn ihr den Rahmen weit genug nach oben habt, dann könnt ihr den Luftfilterkasten eigentlich ganz einfach nach hinten rausnehmen. Das ist der Kraftstoffverteiler hier. Ich hoffe, man kann das sehen. Schon mal eine Taschenlampe, weil das alles ziemlich dunkel ist. Eine neue Leuchte, aber kann man das sehen. Das ist der Kraftstoffverteiler. Und der Kraftstoffverteiler ne, das ist so eine Dose auf die Seite links rüber und die beiden Anschlüsse auf der rechten Seite. Ihr müsst hier ein bisschen gucken wegen dem Zug, wenn ihr das hochdrückt. Ich habe jetzt den langen Schlauch nicht rausgemacht. Könnt ihr auch eigentlich ausfädeln, ja gut, aber passt schon. So, das ist also die Welle, von der ich gesprochen hatte. Die ist hier geklemmt eigentlich. Gehen wir auf die andere Seite. So, und dann sehen wir hier die Kupplungsleitung. Das ist die Leitung, die vom Griff oben kommt. So, bei der ist das Problem, dass die hier eine Gummiummantlung drum hat, in die Wasser oben reinläuft. Und man sieht es hier schon, da ist Wasser. Kann man das sehen? Und dann gabbelt es zusammen. Also die muss erneuert werden. Wenn die bei euch noch nicht kaputt ist, macht diese scheiß Gummiummantlung weg und fertig. So, dann gucken wir da hinten rein. Alles soweit okay. Ja. Das ist der Gangschalter. Den müssen wir dann noch ausfädeln jetzt. Gut, gucken wir uns das da oben nochmal an. Ja. Hier hat sich jetzt kann ich sehen, da ist die Verschraubung und da unten ist das Loch. Das muss später wieder übereinander stehen. Und das Blech hier, das kann man relativ leicht verdrücken. Hier habe ich ja gesagt, ist so eine Ummantlung außenrum. So. Und das ist schon eine Stahlflexleitung. Die machen wir jetzt mal auf. So, und da sieht man schon, was hier für ein Schmotter drin ist. Und das kommt, hier steht also das Wasser drin. Ich hoffe, das kann man sehen. Das kommt davon, dass oben an der Leitung Wasser reinläuft, hier unten stehen bleibt, weil es hier verdickt ist, an der Stelle. Na, hier. Ja, dann rostet das hier unten vor sich hin. Also die Leitung hat jetzt hier noch keinen Bremsflüssigkeitsverlust, aber das kann natürlich so nicht bleiben, ist ja klar. Das geht hier gerade so weiter. So. Ja. Die ist hier unten auch schon ziemlich in Mitleidenschaft gezogen, diese Leitung. Naja gut, die machen wir später weg. Und die neue habe ich schon da, da kommt eine gescheite Leitung rein und fertig. So, die hintere Welle, die können wir rausmachen. Die legen wir zur Seite. Die muss dann später gereinigt werden, sondern dann haben wir hier den
Kupplungszylinder. Da passiert jetzt erstmal nichts, wenn wir den abschrauben. Wenn bei euch die Leitung in Ordnung ist, dann braucht ihr da eigentlich gar nichts machen. Das könnt ihr abmachen, zur Seite legen. Und da kommt eine neue Dichtung rein. Aber das ist nicht das erste Mal, dass die Leitung so aussieht, wie sie aussieht. Insofern auf der anderen Seite ist das nicht so, weil da eigentlich kein Wasser reinläuft. Ich zeige euch davon mal ein Bild. Hier hinten drin haben wir die Kupplungsdruckstange. Okay, also hier außen drauf ist eine Dichtung, sieht man ja, die ist kaputt, die kann man wegmachen. Die ist einfach jetzt weg. Die kann man wegmachen, da kommt eine neue drauf, das ist eine Papierdichtung. Ich mache euch da auch mal ein Bild von der Nähe. Hier innen drin haben wir die Kupplungsdruckstange. Die drückt wiederum hier oben in den Zylinder ein. Und da hinten drin sitzt ein Simmering. Das kann man jetzt auf die Distanz nicht sehen, aber da hinten drin sitzt ein Simmering. Das Zeitliche gesegnet. Dann müssen wir mal gucken, ob wir den so rauskriegen. Und dann gucken wir, wenn wir es ausgebaut haben. Dann legen wir das mal auf den Kopf und dann gucken wir müssen ja sowieso den Simmering machen. Der hat die ja auch geölt. Ne? Also der Simmering hier von der Kurbelwelle, sage ich, von der Getriebeausgangswelle muss gemacht werden. Und dann werden wir den gleich mitmachen. So, was mache ich jetzt noch? Ich mache jetzt noch das Kabel vom Ganggeber, also von der Ganganzeige raus hier. Da hatten wir ja vorhin das Kabel oben schon ausgefädelt. Schon eine ziemliche Scheiße hier. Das muss man schon sagen. Am liebsten würde ich ja diese Kabel einfach abzwicken. Aber das geht natürlich nicht. Okay, also ich friemel den Stecker hier raus. Der ist hier zwischen Hauptkabelbaum und Rahmen dazwischen. Der muss noch raus. Und dann Kupplungsleitung haben wir weg. Kriegen wir den ganzen... Ja, dann geht's weiter. Sofort. Ich habe mich jetzt entschlossen, aus dem ganzen Ding in Dreiteiler zu machen, weil es einfach sonst zu viel wird. Der erste Teil, das was ihr jetzt gesehen habt, zeigt, was wir alles demontieren müssen und wie wir den Rahmen nach oben klappen. Wie wir den Kupplungszylinder ausbauen, haben wir gesehen, hatte ich euch Bilder eingeblendet. Der sieht ziemlich schäbig aus in dem Fall, also das ist so der erste, also Leitung, Kupplungsleitung ist so der erste Defekt. Das ist aber bei ganz, ganz vielen so mit dieser Leitung, wegen diesem Gummischlauch, hatte ich erwähnt. Und eben halt Simmering, da innen drin, das ist ein relativ kleiner Simmering, den tauscht man eben und dann kommt dort auch kein Getriebeöl mehr raus. Der Rahmen ist jetzt hochgeklappt, das Getriebe ist komplett noch drin, alle Schrauben sind noch befestigt. Was mir jetzt hier bei mir aufgefallen ist, ist, dass der, kann man das mal zeigen, das ist der Schlauch von der Motorgehäuseentlüftung und der ist hier kaputt. Ja. Der ist eingerissen. Der muss also neu. Keine Ahnung, was der kostet, aber der dürfte relativ teuer sein, weil es so ein Formschlauch ist. Ne? Da ist auch so eine Click-R-Schelle dran, wie auf der anderen Seite. Beim Hochklappen macht den weg, diesen Schlauch, also zieht den raus, weil der sonst im Prinzip hier oben zwischen dem Rahmen und der Gasleitung, also zwischen dem rechten Gaszug, einfach zu sehr drückt. Es geht auch ohne, man kann ihn auch drin lassen, ja, aber ich habe ihn jetzt eben, ich habe gesehen, dass er kaputt ist und dann habe ich gedacht, okay, dann kannst du ihn auch gleich rausmachen.
Andere Sache ist die, für die Ganganzeige ist ja hinten drin im Getriebegehäuse oder am Getriebegehäuse dieser kleine Kasten mit dem Kabel, der ganz nach oben geht auf die linke Seite, haben wir vorhin gesehen, da habe ich den Stecker auseinandergezogen. Durch das, dass ich dort an der Stelle ein paar mehr Kabel habe für die Beleuchtung, für diese ganzen Sachen, Batterie, Lade, bla bla bla, alles dieses Zeug, ist eben genau an der Stelle, wo der Hauptkabelbaum zwischen Rahmen und ABS-Träger, also zwischen dem ABS-Modulatorträger, bei mir viel weniger Platz gewesen, weil da eben nochmal so ein daumendicker Kabelstrang nach vorne geht an der Stelle. Das ist ein bisschen blöd, weil man den Stecker sonst da nicht durchziehen kann. Ich habe dann hier am ABS-Halter noch einige Schrauben einfach nur gelöst, nicht rausgemacht, sondern gelöst, dass das Ganze ein bisschen lockerer wird und nicht so starr ist. Dann habe ich den Stecker rausbekommen. Den Stecker von dem Ständerschalter, den muss man nicht zwangsläufig wegmachen. Also das geht gut zur Seite. Ja, das sind so diese zwei wichtigen Punkte. Ansonsten steckt euch hier in die Ansaugteile Papier rein oder macht da irgendwas drüber, dass euch da nichts reinfällt. Weil durch das Hochklappen des Rahmens wird auf der anderen Seite so ein bisschen der Zug gespannt von der Drosselklappe. Und dann steht die Drosselklappe ein bisschen weiter auf. Das heißt, wenn euch da irgendeine Scheibe reinfällt oder sonst irgendwas, dann kann es sein, dass die unterhalb von der Drosselklappe durchrutscht. Ja, und dann vor den Ventilen liegt. Und das ist nicht ganz so wunderbar intelligent. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Die passt auf die Leitung hier auf die Bremsleitung von der Fußbremspumpe, ganz wichtig. Weil die laufen nämlich auch hier oben ganz knapp am Rahmen entlang, zwischen dem Rahmen und dem Batteriefachträger oder zwischen dem Batterieträger, der ja eins ist mit dem ABS-Träger. Ja. Um das alles abzubauen, müsste man das ABS-Modul rausnehmen, also hochnehmen, die Schrauben unten drunter, da sind nochmal 2 Schrauben, die lösen, um das hochzudrücken. Ja, aber das geht auch so. Also man muss es eben vorsichtig machen. Die Leitungen lassen sich natürlich ein kleines bisschen biegen. Auf der Länge gesehen, ja, ist das kein Problem. Aber ihr müsst natürlich trotzdem aufpassen, dass ihr da nicht irgendwie Knicke reinbringt oder irgendwie so das quetscht, dass da ein Loch reinkommt. Dann geht natürlich die Bremse am Ende nicht mehr. Das ist eigentlich der Teil, wie baue ich alles auseinander, wie klappe ich den Rahmen hoch. Ihr könnt es jetzt zwar hier nicht mehr sehen, aber wir können mal gucken. Ihr seht, mit dem Gurt passt wunderbar. Wenn ihr das mit so Schlaufen macht und Haken, dann habt ihr einen Gurt, das reicht vollkommen aus. Ihr könnt zur Hilfe noch einen zweiten Gurt machen, hatte ich ja bereits erwähnt. Und dann im Prinzip den Rahmen so weit hochklappen, dass ihr an alle Schrauben von dem Getriebe außenrum, ne, die gehen außenrum, dass ihr da überall dran kommt. Und vor allen Dingen sind hier unterhalb vom Batteriehalter 2 Gummipuffer, wo dieser ganze ABS-Block mit Batterie so ein bisschen Gummi gelagert ist. Und das muss so weit hoch, dass ihr mit den Schrauben dort auch rauskommt. Weil sonst, ihr müsst das Getriebe nämlich nicht so abklappen, sondern, das zeige ich dann aber im nächsten Teil, da gibt es noch ein Spezialwerkzeug oder 2 Spezialwerkzeuge, die man dafür verwendet, dass das Getriebe von der Welle abgenommen wird, und zwar so, dass die Schubstange, die da drin ist, also die Stange, die vom Zylinder, vom Kupplungszylinder bis vorgeht, die Kupplungsdruckstange, dass die eben frei liegt und auch die Vielverzahnung von der Kupplung frei liegt, und erst dann könnt ihr das Ganze abnehmen. Und dafür gibt es eben 2 Stangen, die man hier im Getriebe einschraubt, damit das Getriebe da eine Führung hat. Ja, da sind auch Passhülsen drin. Das kann man aber erst dann machen, wenn man die Schrauben rausmacht. Also 2 Schrauben müssen raus, dann kommen die Stangen rein und dann kann man den Rest der Schrauben auch noch lösen. So, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
Und wir sehen uns im nächsten Teil, wenn es wieder um die Kupplung geht. Bis dann, bleibt dran und tschüss.